Ich dachte, Spiel des Monats ist Towerfall Ascension. Was hat es damit zu tun? Dazu kommen wir gleich. Doch zuerst das Intro. Mal wieder Zeit für einen ordentlichen Multiplayer-Kracher, doch diesen Monat erwartet euch kein bekannter Klassiker vom Schlage eines Bomberman oder Gauntlet, sondern das verhältnismäßig neue Towerfall Ascension vom Indie-Entwickler Matt Thorson. Und was Towerfall Ascension so besonders macht, das wollen wir euch jetzt erklären. Film ab. Erinnert sich noch irgendjemand an die Ouya? Für all diejenigen, die den Werdegang der Android-Konsole mitbekommen haben, ist das wahrscheinlich der Running Gag schlechthin. Aber was haben die Ouya und das eingangs gezeigte Super Mario denn mit Towerfall Ascension am Hut? Eine ganze Menge sogar. Ersteres war nämlich die Plattform, auf der der Multiplayer-Hit damals unter dem Namen Towerfall und ohne irgendwelchen Einzelspieler-Schnickschnack ursprünglich erschien. Es avancierte sogar zum erfolgreichsten Spiel für die erfolglose Konsole. Später wurde der Titel dann samt Singleplayer-Inhalten unter dem markigeren Namen Towerfall Ascension neu aufgelegt. Aktuell wird sogar an einer Version für die Nintendo Switch gearbeitet, was natürlich Sinn ergibt, da die Switch quasi die Konsole für lokale Multiplayer-Duelle ist. Denn entgegen aller aktuellen Trends kann man Towerfall Ascension nämlich nur mit Freunden vor dem gemeinsamen Fernseher spielen. Und das ist auch gut so. Denn erst mit mehreren Freunden vor dem gemeinsamen Bildschirm entfaltet das Spiel sein volles Potenzial. Aber was hat das Ganze denn nun mit Mario zu tun? Im Grunde genommen ist das Spielprinzip von Towerfall Ascension ein alter Hut. Wer das originale Mario Bros. Gespielt hat, oder wie in meinem Fall den Battle Mode aus Mario Bros. 3, der versteht sofort, was ich meine. Auf einem Bildschirm erscheinen Dutzende von Gegnern, läuft man rechts raus, erscheint man wieder auf der linken Seite. Das Ziel heißt, nicht getroffen werden und dabei selber treffen. Klingt simpel und das ist es auch. Im Fall von Super Mario Bros. 3 kann man auch durch das Einsammeln von 5 Münzen gewinnen. In Towerfall Ascension hingegen gibt es keine Münzen. Hier gewinnt derjenige, der bis zum Schluss auf dem Feld bleibt. Jeder startet mit der gleichen Anzahl an Pfeilen und versucht diese auf seinen Kontrahenten zu platzieren. Da man nicht unendlich Schuss hat, muss man im Laufe jeder Partie seine Pfeile wieder einsammeln. Alternativ könnt ihr euren Gegner auch mit einem gezielten Sprung auf den Kopf zur Strecke bringen. Zusätzlich erscheinen in regelmäßigen Abständen Truhen, die besondere Items wie ein Schild oder Bombenpfeile bereithalten. Aber Vorsicht, auch eure eigenen Schüsse können euch treffen. Zum Glück geht bei all dem Chaos die Steuerung schnell in Fleisch und Blut über. Ihr habt einen Knopf zum Springen, einen zum Schießen und einen Knopf zum Ausweichen. Oder wie man im Internet neudeutsch sagt, Dodgen. Durch geschicktes Ausweichen ist es sogar möglich, die Pfeile eurer Kontrahenten wieder zurück zum Absender zu schicken. Des Weiteren könnt ihr euch von Mauern abstoßen, um so größere Distanzen schnell zu überwinden. Nur durch absolutes Verinnerlichen der im Grunde genommen simplen Steuerung ist es möglich, als Sieger vom Schlachtfeld zu ziehen. Das ist zu zweit schon ein Megaspaß. Zu dritt oder zu viert entfaltet das Spiel allerdings erst sein volles Potenzial. Dann fliegen euch die Pfeile nämlich nur so um die Ohren. Wer hier kein Ausweichen beherrscht, der segnet relativ schnell das Zeitliche. Damit die flinken Duelle auf Dauer nicht ermüdend werden, könnt ihr vor jeder Partie aus einer Reihe von Einstellungsmöglichkeiten wählen. So ist es sogar möglich, das Spiel komplett ohne tödliche Pfeile, dafür aber extrem verlangsamt zu spielen. Quasi wie Super Mario auf bewusstseinsverändernden Substanzen. Wow, I feel really good. Look at the pretty car. Mag der Versus-Modus das eigentliche Herzstück von Towerfall Ascension sein, so hat es uns vor allem der Koop angetan. Explizit sei hier der Dark World-Modus genannt, wo am Ende der insgesamt 4 Abschnitte jeweils ein spezieller Boss darauf wartet, mit Pfeilen malträtiert zu werden. Doch bis ihr den Bossgegnern gegenübersteht, müsst ihr euch erstmal durch Wellen von Gegnerscharen kämpfen. Dabei haben die von der KI gesteuerten Kontrahenten auch den einen oder anderen fiesen Trick auf Lager. Auch hier gilt, je mehr Spieler, umso besser. Als Fans alter Spiele gefällt uns der 16-Bit-Look natürlich ungemein. Klar, Figuren und Gegner könnten allgemein etwas detaillierter gestaltet sein, doch der minimalistische Look mit seinen flüssigen Animationen passt wie die Faust aufs Auge. Vor allem aufs Auge unserer Gegner, die uns abermals knapp mit ihren Pfeilen getroffen haben. Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle noch den Soundtrack. Denn ich kann mich nicht erinnern, wann mich zuletzt ein Soundtrack so begeistert hatte, dass ich ihn auch abseits des Spielens durch meine Boxen laufen ließ.
Die perfekte Symbiose aus mittelalterlichen Melodien und ikonischen 16-Bit-Klängen geht auf jeden Fall ins Ohr und begeistert euch auch noch Stunden, nachdem ihr das Gamepad zur Seite gelegt habt. Also unbedingt reinhören. Towerfall Ascension ist ein wahres Multiplayer-Brett und völlig zu Recht unser aktuelles Spiel des Monats im Juli. Wie gehabt könnt ihr dank der freundlichen Unterstützung von GOG insgesamt 10 Keys zu unserem aktuellen Spiel des Monats gewinnen. Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Oder ihr kommt gleich mit euren Freunden vorbei und spielt es direkt vor Ort. Wir sehen uns.